Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags Diskussionen und Analysen, kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Google Pixel Frauenbundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußballnationalmannschaft. Eine neue Ausgabe aus dem FF Frauenfußball Leidenschaft. Am 3.10., Tag der Deutschen Einheit. Ja, wir machen es für den Frauenfußball. Für euch, liebe Zuschauer, sitzen wir zusammen und diskutieren und analysieren die Spiele der Bundesliga und dann später auch nochmal von der Women's Soccer League in England. Fangen wir an kurz mit Red Bull Leipzig gegen Essen. 3:2, RB Leipzig, nachdem sie 2-1 verloren haben in Köln. Waren sie irgendwo gefordert zu Hause, auch wieder gut machen vor eigenem Publikum. Jetzt haben sie 3:2 gewonnen, Natascha. Du hast ein bisschen was davon gesehen. Ich habe auch was davon gesehen. Wie waren deine Eindrücke? Ja, also ich fand, muss ich sagen, Leipzig sehr stabil in seiner Spielanlage. Also man sieht schon, dass der Trainer ein Spielverständnis, eine Spielkultur hat, die er mit der Mannschaft spielen will. Man sieht einfach auch, dass die Verstärkungen, die sie geholt haben, passen, sage ich jetzt mal, und Stabilität in diesen Kader reinbringen. Gerade wenn man es auch im Vergleich zum anderen Aufsteiger Nürnberg sieht, kommen wir später noch zu. Also ich habe von Anfang an mit einem Sieg von Leipzig gerechnet zu Hause, muss ich ganz klar sagen. Ich fand auch den Zuschauerzuspruch in Leipzig für das erste Bundesligaspiel eigentlich sehr gut mit, ich glaube, waren knapp 2000 oder sowas am Kotterweg. Und insgesamt ein verdienter Sieg, muss man ganz klar sagen. Es waren 1167, habe ich noch mal gerade nachgeguckt. Okay, das war eine ordentliche Anzahl von Zuschauern. Ja, und Essen ist ja gleich angefangen mit einem schönen Freistoß von der Kowalski. Also das war ein Bombenfreistoß, fand ich klasse. Eigentlich da angefangen, wo sie gegen Frankfurt aufgehört haben. Aber Leipzig hat sich da nicht schockieren lassen in irgendeiner Form. Die haben ihre Vorgaben weitergespielt und sind dann noch zum Ausgleich gekommen durch die Vanessa Fudala und dann noch sogar in die Führung gegangen, Mitte der ersten Halbzeit durch Frederik Kempe. Also Leipzig hat mich schon in der ersten Halbzeit überzeugt, was ich da gesehen habe. Also ich fand das, man hat so ein bisschen bei dem Freistoß diskutieren können, war die Mauer nicht richtig gestellt. Die Herzog vielleicht nicht richtig gestanden, aber wenn man den Ball auch von hinten aus der, ich sag mal, Torhüterperspektive gesehen hat, was der für einen Bogen gezogen hat und wie der da eingeschlagen ist, der war schon sehr, sehr gut geschossen, das muss man ehrlicherweise sagen. Der war sehr gut geschossen, aber was du auch angesprochen hast, das war gleich auch mein Gefühl, das mit der Mauer. Ne? Wir sehen die anderen. Hätte die ein bisschen weiter links gestanden, sage ich jetzt mal, dann hätte sie die nicht so zirkeln können. Dann hätte sie nur, ich sag mal, ins andere Eck eigentlich gehen können und dann, muss man ganz ehrlich sagen, hätte die Herzog auch mehr in der Mitte stehen können und hätte wahrscheinlich mehr Chancen gehabt, den Ball zu kriegen. Also es war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, nicht ganz so ideal. Andreas Adriada, 3:2 Leipzig. Jetzt haben sie 2-1 verloren, das erste Spiel. Habt ihr auch damit gerechnet, dass die sich rehabilitieren? Also von meiner Seite her würde ich schon sagen, also ich hatte auch im ersten Spiel schon so ein bisschen gedacht, dass Leipzig da schon das erste Ausrufezeichen setzen könnte, aber jetzt eben auch schön für sie eben, dass sie es dann zu Hause geschafft haben und sehe das auch wie ihr, dass sie ja sehr stabil gestanden haben, auch wenn Essen, finde ich, gut, also auch dagegen gehalten hat, also schon ein Spiel auf Augenhöhe war, haben sie extrem effektiv auch ihre Chancen genutzt, also auch gerade nach diesem Gegentor dann zurückzukommen, ist natürlich auch eine Sache, gerade als eben Aufsteiger dann auch das Selbstverständnis zu haben, das Selbstvertrauen da zurückzukommen. Und
mit Vanessa Fudalla natürlich auch eine, die in der 2. Bundesliga schon Torschützenkönigin geworden ist und jetzt ja auch dieses Niveau anscheinend gut halten kann in der 1. Bundesliga, ist natürlich auch ja auf jeden Fall lobenswert. Und das eine Tor war ja auch wirklich extrem toll geschossen, also wirkliches Highlight-Tor, würde ich sagen. Und vielleicht kurz nochmal zu dem Freistoß. Da würde ich schon sagen, dass es zum Teil auch Torwartfehler war, weil es eben in das Torwart-Eck gegangen ist. Und man hat ja auch beim Anlaufen schon gesehen, dass Kowalski mit rechts schießen will. Das heißt eben an der Mauer wahrscheinlich vorbeizirkeln, beziehungsweise oben drüber. Und da kann man natürlich dann auch eventuell kurzfristig auch noch die Mauer anpassen und so weiter. Also da hätte man schon noch was machen können. Okay, Andreas, jetzt hast du das Spiel nie gesehen, ist ja kein Problem. Aber Leipzig 3-2 gewonnen und damit 3 Punkte ergattert. Essen hatte einige Torchancen, auch durch Ramona Meyer. Bisschen Glück gehabt dabei, auch mit bisschen Können Leipzig. Wie siehst du das Ergebnis? Ja, also ich habe mit einem Leipziger Sieg auch gerechnet und ich sage nochmal, Leipzig ist kein typischer Aufsteiger, der da vom ersten Spieltag an mit dem Rücken zur Wand um Klassenerhalt kämpfen muss. Das ist für mich eine Mannschaft, die in der 2. Liga souverän aufgestiegen ist, sinnvoll verstärkt wurde und die einen klaren Plan, ein klares Konzept haben und sich im Mittelfeld der Tabelle dieses Jahr etablieren werden. Und da sind sie auf einem guten Weg. Dass sie natürlich nicht die Welt einreißen am Anfang, ist klar. Jetzt haben sie das erste Spiel verloren, das zweite jetzt knapp gewonnen. Die sind auf einem guten Weg und bestätigen eigentlich diese Einschätzung, die ich hatte, dass sie sich ja etablieren werden in der Liga. Ja, vor allen Dingen 1-0 zurückliegen im zweiten Spiel, erstes Spiel verloren, liegst du 1-0 zurück nach 6 Minuten. Da gehen normalerweise schon irgendwie mal die Gesichter runter, aber die haben eigentlich weitergemacht. Und das muss man eigentlich ganz positiv dort sehen. Ja, spricht auch für den Trainer und spricht für das Trainerteam, die also ihre Mannschaft gut einstellen und ja, denen auch die Angst nehmen, wenn sie ich sag mal, im Rückstand sind, dass sie sagen, ausreichend Zeit, da noch was zu drehen. Muss man ganz ehrlich sagen, da hilft dann so jemand Erfahrenes wie die Sandra Starke einfach auch. Und es hilft tatsächlich mit Sicherheit auch jemanden wie eine Anja Mittag im Trainerteam zu haben, die natürlich aus ihrer langen internationalen Karriere da und dort auch Erfahrungen mit reinbringen kann. Okay, also ersten 3 Punkte, herzlichen Glückwunsch nach Leipzig. Gehen wir weiter. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, Leverkusen gegen Nürnberg. Nürnberg das erste Spiel 5-1 verloren gegen Werder Bremen. Das war schon eine hohe Hausnummer und diesmal in Leverkusen 6-0 verloren. Das war ja noch fast deutlicher als vorher. Was ist da los? Was sind die Gründe? Wir haben im Vorfeld schon gesprochen. Qualität des Kaders? Ja, definitiv Qualität des Kaders. Dann fehlen ihnen natürlich die, sagen wir mal, 2 wichtigsten Spielerinnen, ihre Spielführerin und die Torschützenkönigin, die beide verletzt sind. Das sind natürlich, ich sag mal, wenn man über Achsen spricht in der Mannschaft, mit Sicherheit maßgebliche Spielerinnen in dieser Achse, die fehlen. Nürnberg hat mit Sicherheit versäumt, seine Abwehr zu stärken und sich auf der Torhüterposition zu stärken und jemanden zu holen, der da einfach nochmal eine Qualität reinbringt. Ich glaube, das ist schon ein großes Thema und muss ehrlicherweise sagen, ich dachte irgendwann, ist was schlimmer als Potsdam letzte Saison zum Beginn der Runde. Also da habe ich wenig Hoffnung, dass da was noch kommt und da muss man sich so ein bisschen auch die Nürnberger Fußballführungsriege muss sich so ein bisschen fragen, ob sie ihrem Verein und auch der Mannschaft damit einen Gefallen tun, wenn das jetzt 22 Spiele die Schießbude der, ich sag mal, Nation wird. Bloß, dass es der Liga halt auch nicht gut tut, was die Qualität und was das Leistungsniveau angeht. Also das ist so ein bisschen, ja, also tut mir sehr leid. Ja, ich denke auch, dass es mehr aufs Leidtun ausgeht, weil draufhauen bringt jetzt nichts. Die Torhüterin fällt aus, die
Anastasia Lein fällt aus, die Torschützenkönigin bei denen. Das ist natürlich schon auch ein herber Verlust. Die zweite Torhüterin ist meines Erachtens nicht Bundesliga-tauglich, genauso wie die Abwehr mit der Außenverteidigung, auch Innenverteidigung kannst du nehmen, wen du willst dort, einfach noch nicht Bundesliga-tauglich. Die werden sind überfordert in hohen Bällen oder können Flanken nicht verhindern. Andreas, Nürnberg, schade, oder? Ehrenvoll, das ist, wenn man der Mannschaft, die aufgestiegen ist, dann die Chance geben will, in der Bundesliga zu spielen, so muss man doch sagen, man hat von der Vereinsführung her einfach versäumt, den Kader ja zumindest punktuell zu verstärken, breiter aufzustellen. Sie sind ja in der zweiten Liga nicht gerade so durchmarschiert und haben da alles hergespielt, sondern sie sind ja ziemlich knapp aufgestiegen und da war ja schon klar, dass der Kader eben, gegen den Abstieg kämpfen muss. Und wenn man dann gar nichts oder nicht groß verstärkt, nichts für die Breite tut und hat dann noch 2 Verletzungen, also ja, es tut einem leid für die Spielerinnen. Die Vereinsführung muss sich halt hinterfragen, ist es das, was wir wollen? Bringt uns dieses Jahr dann wirklich was, wenn wir jetzt da in jedem Spiel abgeschossen werden? Also, ja, wie gesagt, für die Spielerin tut es einem leid, aber im Moment ist da kein Hoffnungsschimmer zu sehen und ich glaube, die werden in den nächsten Wochen eben eine klare Pleite nach der anderen erleben und irgendwann fehlt nicht nur Selbstvertrauen, sondern dann fehlt auch ein bisschen die Lust dran und es macht doch keinen Spaß. Und der Liga tut es ja auch nicht gut, wenn eine Mannschaft dabei ist, von der man von vornherein weiß, also die kriegen jetzt wieder 5, 6 Stück. Okay, jetzt will ich so mal einen Schutz nehmen, nicht zu sehr zerreißen. Das Team mutig bis zum Schluss war deren Leitspruch, Adriana. Ich glaube, das werden sie auch dieses Mal machen, mutig bis zum Schluss, oder? Ja, sie haben ja auch keine andere Wahl aktuell. Also da muss ja jetzt irgendwie eine Reaktion kommen, auch wenn es extrem schwierig wird, da rauszukommen. Ja, wie ihr schon gesagt habt, also man hat schon den Klassenunterschied, finde ich, auch deutlich gesehen bisher in den ersten 2 Spielen. Man muss auch sagen, dass Nürnberg insgesamt den jüngsten Kader in der Frauenbundesliga hat. Ja. Und da kann man ja auch schon erkennen, dass eben gerade da es wichtig wäre, eben 2, 3 Spielerinnen zu haben, die schon Erfahrung in der Bundesliga gesammelt haben, die vorne weggehen können, wie das eben auch jetzt Leipzig unter anderem mit Sandra Starke gemacht hat, dass man so jemanden verpflichtet, um eben da auch Führungsqualität in der Mannschaft zu haben und die Erfahrung, um eben solche Situationen anzugehen. Und ich glaube, das wurde einfach verpasst und deswegen ist eben auch dadurch, dass die anderen Führungspersonen wie die Lea Paulik im Tor dann eben fehlen, ist es extrem schwierig aktuell. Ja, du hast es schon gesagt, mit 21,8 Jahren im Durchschnitt die jüngste Mannschaft, unerfahren, dadurch, dass eben Lea Paulik fehlt und dann Anastasia Lein wegfällt, wahrscheinlich längerfristig, die ganze Halbserie. Das ist anders als bei SGS Essen zum Beispiel, die eine gute Mischung haben. Auch Werder Bremen hat eine gute Mischung, alt und erfahren und etwas jünger. Ja, da ist, glaube ich, ein kleiner Fehler gemacht worden in der Kaderzusammenstellung. Und jetzt schauen wir auf den Spielplan. Das nächste Spiel in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Hoffenheim. Da ist zu erwarten, dass sie nach 4 Spielen 0 Punkte haben, aber jetzt noch zweimal die Bude voll kriegen, wenn es schlecht läuft. Und das ist wirklich, die Spielerinnen können einem nur leid tun. Und ja, wie ihr sagt, auch der jüngste Kader. Ich sage, es ist ehrenvoll vom Verein, dass man sagt, die haben sich den Aufstieg verdient, jetzt sollen sie sich auch da beweisen dürfen. Aber wie gesagt, man tut ihnen keinen Gefallen damit, wenn man nicht wenigstens punktuell was tut. Also hoffentlich gehen sie nicht gerade unter jetzt in Wolfsburg und gegen Hoffenheim, sondern wenn sie verlieren, vielleicht 3-1 oder so, das wäre doch schön, aber ich fürchte auch das Schlimmste. Ich befürchte auch, dass gerade gegen Wolfsburg wir jetzt da in Frankfurt die Oberhand behalten haben, dass die so richtig in den Flow reinkommen. Ne? Ganz kurz Werder Bremen, Hoffenheim weiter Erfolgsspur nach dem 9-0, 3-1. Melissa Köstler fällt da immer positiver auf. Melissa ist, glaube ich, sogar verletzt. Ich habe noch kein Update. Hast du irgendwas, Adriana? Nee, ich habe auch noch nichts mitbekommen. Okay. Jedenfalls
Auch das Ausgleichstor von Werder Bremen hat die auch nicht aus der Ruhe gebracht. Die jüngste Spielerin, die Mara Alba, hat auch ein Tor geschossen, hat auch eine Vorlage gegeben für Melissa Köstler. Also da kommt was nach in Hoffenheim, finde ich gut. Ja, schauen wir mal. Hoffenheim im Augenblick Spitzenreiter. Ne? Schauen wir mal, wie lange sie es halten können. Dann Frankfurt, das ist natürlich jetzt ein Spiel gegen Wolfsburg gewesen. Natascha, da ist sehr viel Unmut aufgekommen, nachdem ja eigentlich man geführt hat, Wolfsburg ausgeglichen und Wolfsburg dann auch in Führung gegangen ist. Nee, ja doch, in Führung, nee, andersrum, Frankfurt ist noch wieder in Führung gegangen. 3-1 hätte man machen können und da wird dieser Foul-Elfmeter nicht gepfiffen. In der ersten Halbzeit, ja. Also es war, also ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich sagen, ja, Zuschauer waren weniger auch als im Mai oder als damals beim Eröffnungsspiel gegen München. Ich sag ganz ehrlich, ist wenig Werbung gemacht worden. Dazu das lange Wochenende, viele sind weggefahren, hat man schon mitgekriegt. Ansonsten das Spiel war sehr gut. Also muss man wirklich sagen, von beiden. Eintracht hat, glaube ich, wieder sehr an dem angeschlossen, was sie auch im Mai gemacht haben. Das, was nur bedingt gut war die Schiedsrichterleistung, muss man ehrlicherweise sagen, an der einen oder anderen Stelle. Und tatsächlich, ja, ganz gravierend halt in der 37. Minute, als es eigentlich eine ähnliche Situation gab wie am Anfang in der 7., 8. Minute. 9. Minute. Ein Steinerpass, ich sag mal, in die Spitze, dem Fall an Nicole Agnomi und gut vorgelegt und Merle Frums war wieder zu spät und sie hat halt wieder die Beine getroffen, anstatt den Ball getroffen. Nur beim zweiten Mal hat die Fabienne Michel das leider von ihrer Position aus nicht gesehen oder hat zumindest gesagt, sie hat es nicht gesehen und hat dann auf Ecke entschieden. Alle anderen, die in der Nordwestkurve standen und auch an der Seite standen, haben natürlich ganz klar gesehen, dass da die Merle mit ihrem ausgestreckten rechten Bein die Nicole Agnomi von den Beinen geholt hat. Und das war halt sehr ärgerlich, weil das wäre die Chance zum 2-1 gewesen und dann wäre man nach der Pause rausgekommen und hätte davon ausgehend das 3-1 geschossen und dann wäre das Spiel anders gewesen. So jetzt gut ist Wolfsburg eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung, sehr vielen Nationalspielerinnen, definitiv besser in der Breite aufgestellt als Frankfurt. Hat dazu geführt, dass Frankfurt leider nicht gewechselt hat. Der Nico Arnautovic sehr lange seiner Mannschaft vertraut hat, seiner ersten 11. Und der Tommy Stroth halt fleißig von der Bank seine Nationalspielerin eingewechselt hat und damit einfach den Vorteil hatte, sage ich jetzt mal, und Frankfurt es halt nicht auf die Reihe gekriegt hat, es schön runterzuspielen durch vielleicht eine Taktikänderung oder sonst irgendwie. Also da kann man jetzt 2 Themen, Schiedsrichter mit dem nicht gegebenen Elfer, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass unser Trainer dann doch auch mal früher wechselt und auch den Jungen einfach die Chance gibt, sich da zu beweisen, weil ob ich jetzt mit der erfahrenen Truppe 4-2 verliere oder ob ich am Ende des Tages die 19-, 20-Jährigen reinbringe, die einfach super talentiert sind und auch 4-2 verliere. Das ist am Ende des Tages egal, aber dann haben die wenigstens Erfahrung. Man hat es wenigstens probiert. Okay. Adriana, Wolfsburg, Frankfurt, da hatte man ja, oder Frankfurt-Wolfsburg, hatte man insgeheim ja gehofft, dass Wolfsburg eventuell federn lässt, ne? Ja, ich meine, wenn man an letzte Saison an die Rückrunde zurückdenkt, natürlich. Aber ich fand auch, dass Frankfurt das vor allen Dingen am Anfang sehr gut gemacht hat. Natürlich auch mit dem Elfmeter dann sehr gut reingestartet und auch danach noch gute Chancen gehabt. Auf der anderen Seite fand ich Vivian Endemann ziemlich stark bei Wolfsburg, die ja auch reingerutscht ist, unter anderem deswegen dadurch, dass Jonsdottir ja aktuell verletzt ist, nicht spielen kann und dann ja auch unter anderem auch beim 1:1 beteiligt war. Und dann bei Frankfurt natürlich dann schön, dass die das zweite Tor gleich nachlegen konnten. Dann wäre natürlich ideal gewesen, wenn dann eben der Elfmeter auch erkannt war, der klare Elfmeter. Wieder genau die gleiche Situation eigentlich wie beim
beim ersten Elfmeter, genau. Und dann, wie Natascha gesagt hat, zum Schluss hat man schon gemerkt, dass dann Wolfsburg dann schon nochmal die Klasse von der Bank bringen konnte und Frankfurt dann nicht mehr komplett dagegenhalten konnte und dann eben am Schluss die 2 Tore dann auch noch nachgelegt hat. Und ja, da hat man auch vielleicht zum Beispiel bei dem Tor von Wedemeyer gesehen, dass sie dann eben da fast komplett allein durchgehen konnte durch die ganze Frankfurter Abwehr und das darf eben nicht passieren und das kann eben auch sein, dass es eben dadurch passiert ist, dass eben vorher viel Druck die ganze Zeit gemacht werden musste und die natürlich dann auch nicht mehr komplett frisch waren und eben Wedemeyer von der Bank gekommen ist und genau, da hat es dann wahrscheinlich daran am Schluss eben daran gelegen, dass dann von Frankfurt nicht genug, die frischen Kräfte nicht früh genug reingekommen sind. Aber die Kraft hat einfach gefehlt. Die Kraft hat gefehlt, ja. Also die hätten eigentlich dagegen müssen, schon im Mittelfeld gehen müssen und das haben sie. Also wenn die Kraft fehlt, die Kondition fehlt, fehlt halt auch die Konzentration. Das hängt ja immer alles miteinander zusammen und wenn du nicht mehr konzentriert bist, dann machst du natürlich auch Fehler in der Abwehr und das hat man dann halt ab der 70. Minute halt ganz klar gesehen und es ist halt ärgerlich, wenn du siehst, er lässt 10 Leute sich irgendwie ab der 45., 46. Minute sich warm laufen und er wechselt halt nicht. Und das ist einfach aus Fansicht sehr frustrierend, sage ich jetzt mal. Aber gut. Schauen wir halt einfach, wie es weitergeht. Andreas, Frankfurt, Wolfsburg, letztes Jahr Frankfurt gewonnen. Hast du insgeheim gehofft, da könnte was passieren? Klar habe ich aus Bayern-Sicht gehofft, dass sie zumindest einen Punkt liegen lassen. Aber also ich habe die Extended Highlights gesehen und muss sagen, also es setzt sich einfach die individuelle Klasse und Qualität von Wolfsburg am Ende durch. Auch die individuelle Qualität, die da von der Bank kommt. Und in dieser Saison bisher nutzt Tommy Stroth ja die Ersatzbank deutlich mehr als noch in der letzten Saison, was wir ja kritisiert hatten. Und da wechselt er halt schon klasse ein. Aber das zweite Tor von Frankfurt, fand ich, hat wieder mal die Schwächen von der Wolfsburger Hintermannschaft auch offengelegt. Auch die beiden Elfmeterszenen waren ja so, dass man sieht, diese Abwehr ist zu überspielen mit langen Bällen, mit schnellen Bällen, mit schnellen Spielerinnen. Ja. Also ich meine, das hat die Schwächen von Wolfsburg schon deutlich gezeigt. Und zu dem zweiten Elfmeter sage ich jetzt einfach mal ein bisschen provozierend, kein Schiedsrichter will gegen Merle Froms 2 Elfmeter in einem Spiel pfeifen. Ne? Das ist eben die Nationaldeuterin und die macht nicht zweimal so ein Foul. Ne? So ist da auch vielleicht ein bisschen die Einstellung. Und dann, also unglücklich natürlich. Aber was dann eben die Tore von Wolfsburg angeht, also totaler Fehler natürlich, dieser Ballverlust, der dann zu dem neuerlichen Ausgleich, was der Ausgleich oder das 2-3 geführt hat. Und ansonsten auch das 4. Tor wieder, da ist die Frankfurter Hintermannschaft nicht präsent genug, nicht Stellungsfehler, nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen oder an den Gegnerinnen dran. Aber aber da muss man auch sagen, ne? Eine Sarah Dorsun hat seit der WM kein Spiel mehr gespielt, kommt aus einem kompletten Training, hat 14 Tage gespielt, lässt er komplett durchspielen. Warum bringt er nicht eine Jeannie Kirchberger rein? Ja, das muss ja der Also nochmal, ganz genau. Also das ist das Thema, wo wir uns wirklich im Fanclub in der Nordwestkurve wir haben ab der 50. Minute nur noch den Kopf geschüttelt und haben gesagt, wann fängt er jetzt an einzuwechseln? Weil wir wussten, was kommen würde. Ne? Also wir wissen ja nun, du musst ja gegen diese Mannschaft permanent pressen und die sind ja permanent an die Wolfsburger Spielerinnen rangegangen. Und das hältst du nicht mit den gleichen Leuten 90 oder 95 Minuten durch, wenn er halt frische Kräfte runterbringt, die in jeder anderen Mannschaft Stammspieler wären, ja. Also das muss man ganz klar sagen. Ja, vor allem in der 82. Minute bringt der Shakira Martinez in der 86. Minute. Da war der Markt gehalten. Also wie gesagt, das hätte er spätestens eigentlich nach dem 2-1 machen müssen, hätte er taktisch umstellen müssen. Ja. Aber allerspätestens, als wir es 2-2 fangen, muss er die Abwehr stärken. Er weiß doch, wie Wolfsburg reagiert und welche individuelle Stärke vorhanden ist. Also wenn man sich das 4-2 anguckt von der Alex Popp, die da diesen Hackentrick in die Box reinlegt auf eine Eva Pajo,
Ah ja, gut, die spielen seit wie vielen Jahren zusammen? Die kennen sich blind, die wissen blind, wer wo welcher Laufweg ist. Ja, ja. Also es ist grundsätzlich ärgerlich. Auf der anderen Seite sage ich nochmal, und ich habe es letzte Woche und davor schon gesagt, als wir unser Anfangsprogramm gesehen haben und haben gesehen, gegen welche 4 Mannschaften wir spielen müssen, war uns nicht wohl in unserer Haut aus der Fansicht, sage ich ganz klar. Ja, Essen bist du davon ausgegangen, okay, das gewinnst du. München, Wolfsburg bist du, wenn du gut bist, bringst du einen Punkt oder gewinnst. Und Leipzig haben wir auch noch nicht gewonnen, sage ich ganz klar. Gegen Leipzig ist der Druck extrem hoch. Also wenn es ganz böse aussieht, haben wir nach 4 Spieltagen 0-12 Punkte. Und dann bin ich mal gespannt, was sich so tut. Aber gut, ich glaube, bist du auch so schwarz, Adriana, für Eintracht? Naja, es ist ja noch ein bisschen hin und gegen, also da kann man ja jetzt noch nicht so weit sagen, aber ich meine, im schlimmsten Fall sieht es eben so aus und nach den ersten 2 Spielen ist es eben so, dass noch 0 Punkte bei Frankfurt auf dem Konto stehen und dazu kommt eben dann auch noch die Champions League Quali. Das wird definitiv nicht einfach, aber man muss irgendwie da durchkommen, muss sich durchkämpfen, aber auch gegen Leipzig ist, glaube ich, da alles offen. Ja. Also in der nach dem 3-2, da wechselt der Wamser ein für Brasnica. War Brasnica so kaputt an dem Tag? Weil die ist ja immer gut für Tore. Die war auch nicht so gut. Die hat die eine gute Szene gehabt, wo sie in der Box getunnelt hat und auf die Niki gelegt hat. Da bin ich ja noch der Meinung, die Niki hätte sogar den Ball noch zur Barbara Dunst eher durchgehen lassen sollen, weil die hat nämlich den freieren Schusswinkel gehabt und dann wäre die Merle nicht dran gekommen. Aber auch das ist ein Thema der Erfahrung und des Spielverständnisses. Ich fand sie jetzt nicht so gut. Ich sag mal, sie hat eine super gute Szene gehabt, das war zum 2-1, als sie sich an der Seitenlinie durchgetankt hat und die Barbara Dunst übersprintet hat und da sehr gut agiert hat und dann den Querpass gelegt hat. Aber wir haben genug Qualität auf der Bank und es ist einfach sehr frustrierend, dass das wollte ich ja sagen. 82. Minute ist sehr spät. Ne? Ja, also das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Er muss in der 60 schon wechseln. Spätestens nach dem 2-1 muss er wechseln. Dann muss er die Abwehr verstärken und er soll, was weiß ich, wir haben eine Gräbe, die einen guten Pass spielen kann. Also es sind ja genug Spielerinnen da, die wirklich auch motiviert sind. Ja, und Nadine Riesen ja auch. Da hole ich jemanden Erfahrenes aus der Schweizer Liga, die also flexibel einsetzbar ist, Abwehr, Mittelfeld. Und dann kommt es nicht zum Zug. Okay, verlassen wir das Spiel. Wir haben, glaube ich, genug darüber gesprochen. Blöde gelaufen. Also schauen wir mal weiter. Ne? Ganz kurz, MSV Duisburg gegen Freiburg, 2-2. Tor des Monats ist da wohl gefallen. Kurz vor Schluss hat Duisburg noch ausgleichen können durch Antonia Halberska. Ein schönes Tor. Sicherlich auch ein kleiner Stellungsfehler von der Torhüterin von Freiburg, aber es war der Punkt da. Ne? So, dann kommen wir zum gestrigen Spiel. Zum Thema Stellungsfehler Torhüterin, da siehst du aber auch wieder, die Julia Kassen ist 21? Ich glaube 21 ist sie. Also so alt ist sie noch nicht, sie kommt aus eher zweiter Mannschaft, Bank, Wolfsburg. Du siehst einfach auch da wieder, wenn du keine Spielpraxis hast, es dauert halt, bis du halt entsprechend da auf dem Bundesliga-Niveau bist. Ne? Ich meine, und das war natürlich auch ein Glücksschuss, ne? Der ist ihr über den Spann gerutscht und das Ding wurde immer länger und immer länger und immer länger und immer länger. Weil wo soll denn eine Julia Kassen stehen? Wenn, ne, also wo stand ihre Abwehr, wo standen die Gegenspieler? Das war ja alles eigentlich noch in der Duisburger Ecke. Also muss sie ja weiter vorne stehen, ne? Und dass natürlich dann da so ein Glücksschuss bei rauskommt, der sich dann da so hintersenkt, das ist, ja. Gut, okay. Nein, das war ein schönes Tor. Trotzdem, wir wollen das nicht absprechen, dass es ein tolles Tor war. Ja, kommen wir zu Bayern München gegen Köln. Andreas. Natascha ist weg.
Nee, ich bin da. Ach, du bist da. Ich habe nur mal kurz den Bildschirm ausgemacht, weil ich aufgestanden bin. Ach so, okay. Also, Bayern München gegen 1. FC Köln. Wie habt ihr das Spiel gesehen, ihr beide? Andreas und Adriana. Andreas, fang du mal an. Du hast doch bestimmt mit Spannung da oben gestanden auf deinem Stammplatz. Nee, zufrieden mit dem Ergebnis. Ich denke, Köln hat sehr gut für ihre Verhältnisse sehr gut dagegen gehalten, nicht viel zugelassen, aber am Ende, ähnlich wie ich bei Wolfsburg gesagt habe, die individuelle Klasse hat sich dann durchgesetzt. Ich meine, Bayern hat mehr Spielanteile gehabt, hat mehr Chancen rausgespielt. Die Jasmin Pahl hat 2-, 3-mal super reagiert. Da hätte eigentlich in der ersten Halbzeit schon das 1-0, 2-0 fallen müssen. Ja, dass sie eine tolle Torhüterin ist, wissen wir. Köln selber hat ja für die Offensive wenig gemacht und deswegen war ja nur, ja, klingt blöd, wenn man so sagt, aber es war eine Frage der Zeit, bis ein Tor fällt oder kriegen die es eben durchverteidigt, dass sie keins zulassen. Und dann war eben kurz vor der Halbzeit diese tolle Flanke von der Julie Wynn und Pernille Harder steht gut, köpft das Ding rein und da denke ich, war schon der größte Widerstand gebrochen. Auch kurz nach der Halbzeit dann das zweite schönes, erstmal muss man sagen, tolles Zuspiel von der Georgia Stanway, die diesen super, super öffnenden Pass da spielt und dann aber auch gut verwertet von der Linda Dahlmann. Und ich denke, dann war es eigentlich gelaufen. Normalerweise muss Bayern höher gewinnen noch, aber wie gesagt, Köln hat sich für ihre Verhältnisse sehr, sehr gut gewehrt. Ja, insgesamt gutes Spiel, wichtige 3 Punkte für Bayern, weil man ist ja ins Spiel gegangen mit 5 Punkten Rückstand auf Wolfsburg. Da das ja am Montag erst war, ne? Und von daher musste man unbedingt gewinnen. Und ja, Haken dahinter ist geschafft. Adriana, deine Sicht der Dinge? Ich sehe das auf jeden Fall ähnlich. Bayern, glaube ich, insgesamt ja auf jeden Fall verdient gewonnen, aber in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass Köln sehr gut dagegen gehalten hat. Auch, ich glaube, auch bis zur 20. Minute hat es gedauert, bis Bayern wirklich mal gefährlich vors Tor gekommen ist. Da hat Köln vor allen Dingen physisch, finde ich, waren extrem gut dabei und auch eng bei den Gegenspielerinnen gestanden. Und ja, bei dem ersten Tor, Pernille Harder hat es sogar auch eingeleitet, erst mit einem Doppelpass auf der einen Seite und dann ja die Spielverlagerung gemacht und natürlich eine super Flanke dann auch. Will aber auch auf jeden Fall noch die Leistung von Linda Dahlmann hervorheben, die, finde ich, ein extrem gutes Spiel gemacht hat, wahrscheinlich die bessere Spielerin auch auf dem Feld war. Da aufgrund der, ja, dadurch, dass sie noch nicht die ganzen Minuten durchspielen kann, eben am Schluss ausgewechselt. Aber nach einer Verletzung so wieder drin zu sein, finde ich ziemlich gut. Und sie hat eben auch nach vorne und nach hinten sehr gut mitgearbeitet. Und ja, ich glaube, von Alexander Strauß hat in der Pressekonferenz auch gesagt, war sehr zufrieden mit dem Spiel, hätten nur eben auf jeden Fall noch 2 bis 3 Tore mehr schießen sollen. Vor allen Dingen am Schluss denke ich dann die eine Szene da, wo, glaube ich, die Flanke von Sydney Lohmann reingekommen ist und gleich 2 Spielerinnen da vorbeigerutscht sind oder Damjanovic mit 2 anderen Bayern-Spielerinnen gegen 2 Kölnerinnen, glaube ich, aufs Tor gelaufen ist und sie dann einen blöden Pass ins Abseits gespielt haben. Genau, und da kann man auf jeden Fall noch viel mehr draus machen. Und das Einzige, was jetzt bei Bayern natürlich dann auch noch so ein bisschen Wermutstropfen ist, ist dann Sydney Lohmann, die dann eben umgeknickt ist und ja den Platz dann auch auf Krücken verlassen musste, das Stadion auf Krücken verlassen musste. Gerade mit ihrer Geschichte, mit Verletzungen ist es natürlich extrem bitter und da kann man nur hoffen, dass es jetzt sich nicht als allzu Schlimmes herausstellt. Ja, die Verletzung ist natürlich tragisch im Kopfball. Es war ja ein Kopfballduell und so ein bisschen eingeengt. Kein Foulspiel, klar. Und dann kommt sie runter und knickt um. Also das war sehr, sehr unglücklich. Umgeknickt unten könnte ein Bänderriss sein, weiß man nicht. Kann auch mehr sein. Kann auch mehr sein. Ja. Mit der Wucht, wenn du runterkommst und ja, also das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich finde, was noch sehr auffällig ist, neben der guten Leistung von der Linda Dahlmann, wo ich mich persönlich auch sehr freue, weil ich sie als Spielerin sehr, sehr mag, finde ich auch
man sieht, wie wichtig eine Julia Quinn für das Bayern-Spiel ist. Ich finde es immer wieder phänomenal mit ihrem Tempo, aber ihre Flanken, die sie wirklich so butterweich und zwar immer, also, oder sagen wir mal, sie weiß genau, wie sie diese Flanken spielen muss. Butterweich, irgendwie angeschnitten, mit Schärfe, wie auch immer, aber immer in der richtigen Weise und sie kommen immer bei der Mitspielerin an. Und das ist etwas, das kannst du nicht lernen, sage ich ganz ehrlich. Das ist etwas, das liegt dir, ja, das hast du so ein bisschen in deinen Genen oder wie auch immer. Das hast du einfach. Das ist, glaube ich, etwas, was du nur schwer lernen kannst. Und wenn man überlegt, wie lange sie auch weg war und ja, jetzt wieder, ich sag mal, eigentlich im Grunde genommen mit Vorbereitung überhaupt die ersten Minuten gespielt hat und jetzt gleich wieder voll durchspielt. Sehr wichtig für die Mannschaft ist, kann man sich vorstellen, wie sehr uns die auch in der Nationalmannschaft gefehlt hat, um das nochmal so kurz abzuschwenken, das ganze Thema. Ja, also freut mich für sie persönlich sehr und ich hoffe sehr, dass sie jetzt von größeren Verletzungen die nächsten Jahre verschont bleibt. Ja, sie hat ein phänomenales Spiel gemacht. Sie hat wirklich klasse da auf den Außenbahnen. Sie sieht genau, wo sie hinspielen muss. Auch mal den öffnenden Pass, wenn sie so ein bisschen in die Mitte reingeht. Das hat sie zwar diesmal nicht so gemacht, aber sie geht auch ganz gerne mal in die Mitte rein und spielt den Steckpass. Also sie hat unglaublich viel Spielintelligenz. Das Wort hatte ich mir gestern mal so ein bisschen zurechtgelegt. Das wollte ich heute benutzen. Ja, das ist wirklich so. Und in den jungen Jahren, ich möchte auch mit einer Sache aufräumen, dass Torwartfehler begünstigt hätten, die Tore von Bayern München, völliger Quark. Das war eine tolle Flanke. Da war ein Stellungsfehler vielleicht in der Abwehr, dass die Bernhard Hader da zum Kopfball kam. Aber hat mit Torwart nichts zu tun. Und der Steilpass von den Linda Dahlmann erhalten hat von der Stanway, der war auch ganz präzise geschlagen. Das war einfach, ja, war fast Weltklasse, kann man sagen. Und die Linda Dahlmann hat das Ding eiskalt verwandelt, so wie man als Stürmerin so ein Ding auch verwandeln sollte. Also ich finde auch, dass die Magda Eriksson ein gutes Spiel in der Abwehr gemacht hat. Also sie hat der Abwehr, finde ich, sehr viel Stabilität auch gegeben, hat also so diese öffnenden Bälle und sie hat eine sehr gute Spielübersicht und weiß, wie sie die Bälle von hinten verteilen muss. Und das, finde ich, hat man diesem Münchner Spiel auch sehr, sehr angesehen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass München dieses Spiel irgendwie verlieren kann. Es war einfach nur die Frage der Zeit, wann schießen sie die Tore und wie wird es. Aber sie waren absolut dominierend in allem, was sie getan haben. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also unwahrscheinlich hohe Laufarbeit. Es war eine Frage der Zeit, wann die Kräfte bei Köln nachlassen. Also das war mein Gefühl, weil die haben ja auch sehr hohen Aufwand betrieben, die haben hoch angelaufen, die Kölnerinnen, haben versucht, so ein bisschen den Gegner unter Druck zu setzen. Das kostet alles Kraft. Und Bayern München hat ja kombiniert, hat sich aus den Zweikämpfen rausgenommen, hat auch mal hinten rumgespielt, was ich bevorzuge zum Beispiel, und dann immer den Gegner laufen lassen. Souverän, einfach wie es in Zeitungen auch steht, die haben das Ding souverän gemacht. Und was sie auch ganz gut machen unter Strauß, das ist dieses Tempo rausnehmen. Dann gehen sie mal wieder vorne drauf, dann nehmen wir wieder das Tempo raus. Also Rhythmuswechsel. Die haben unwahrscheinlich viel Rhythmuswechsel in ihrem Spiel, sodass der Gegner sich kaum drauf einstellen kann, ja, wie verlaufen jetzt die nächsten Minuten? Werden die hochpressen? Werden sie sich fallen lassen? Also es ist für die Gegner unglaublich schwierig. Adriano, was denkst du? Ja. Ja, auch ich sehe es ähnlich. Ich fand es auch sehr interessant, wie sie das Ganze taktisch angegangen sind, von hinten heraus, da wo sich auch die Sechser immer wieder hinten in die Kette fallen lassen haben, während die Außenverteidiger extrem hoch standen. Das hat ihnen auch sehr, sehr gut getan, um eben auch gerade bei Köln dann wirklich diesen Abwehrriegel zu brechen. Und Natascha hat ja auch schon angesprochen mit Magdalena Eriksson. Fand ich auch, dass sie extrem Stabilität der Abwehr gegeben hat, was ja auch gegen Freiburg noch nicht so ganz der Fall gewesen war.
Und ich fand, man hat bei ihr auch so ein bisschen gesehen, dass sie diese langen Bälle nach vorne in die Spitze manchmal auch spielen wollte, wie sie es bei Chelsea häufig gemacht hat. Allerdings sind die noch nicht immer so häufig geglückt und ich glaube, das ist noch eine von den Aspekten, an denen sie noch wahrscheinlich arbeiten werden. Und wenn das dann auch noch funktioniert, dann glaube ich, dass das extrem wertvoll für die Bayern sein kann. Und Schweden haben eine harte Birne, ne, Andreas? Ja, einmal hat sie voll den Kopf reingehalten bei dem Schuss. Das war auch wichtig. Ne? Ja, aber ich habe letzte Woche schon gesagt, Magda Eriksson gehört in die Startelf. Und wenn du eine Hinterhand oder eine Innenverteidigung wie Gosdottir Eriksson hast, dann kannst du eben auch mit Naschenweng Gwynn auf den Außenbahnen weit aufrücken, weil da hast du eben zwei super Innenverteidigerinnen stehen. Alles gut und wir haben zu Recht gelobt. Trotzdem sollte man eins sagen, wenn das Tor in der 45. Minute nicht fällt, wird es ein hartes Stück Arbeit in der zweiten Hälfte. Und wer weiß, ob Köln nicht zu 0 verteidigt hätte. Also deswegen, ja, man darf jetzt zufrieden sein in München. Es war ein gutes Spiel, war eine gute Leistung, war ein verdienter Sieg. Aber ich denke, das wissen auch alle, auch Alex Strauß, da gibt's noch viel Luft nach oben und so ganz souverän war es nicht. Also das muss noch besser werden. Kommen noch stärkere Gegner. Ja, ich würd aber gerne auch noch 2 Takte zu Köln sagen, weil ich finde, wenn wir Köln in der letzten Saison gesehen haben und Köln jetzt, und da ist ja auch viel, ich sag mal, neue Spielerin da. Ich finde eine Janina Hechler, die jetzt von Frankfurt gekommen ist und dort eigentlich nur auf der Bank gesessen hat oder mal zweite Mannschaft gespielt hat, die spielt, finde ich, in der Abwehr sehr souverän, sehr gut. Man merkt natürlich auch ihr noch an, dass sie mehr Spielpraxis braucht, ne, wenn man über, ich sag mal, Jahre immer nur zweite Garnitur war und immer nur so ein paar Spielminuten bekommen hat, ist das natürlich auch jetzt nochmal was anderes. Ich finde aber auch eine Janice Beck als neue Spielführerin wirklich sehr gut. Die hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel. Also sie geht da wirklich auch voran als Leaderin und kämpft da entsprechend. Das sind schon, ich finde die Mannschaft. Ja, wobei die Beck ist natürlich völlig alleingestellt da vorne, ne? Das war ja eine naja, gut, du merkst ja klar, ich meine, du hast halt wieder mal, ne, also da war alles auf Selina Serci auch mit Sicherheit aus und die fällt jetzt wieder halt aus, ne? Und dann ist nicht mehr viel, ja, also an Stürmerlinks und wer fehlt noch? Die zweite Spielführerin, die nee, wie heißt sie denn? Kommst jetzt nicht gerade drauf. Ich habe jetzt auch mein Handy hier nicht dabei, dass ich nachgucken könnte. Kein Problem. Naja, auf jeden Fall. Kein Problem. Das Wort, das hat mir. Manju Wilde, sage ich doch gerade. Ah ja, okay. Die fehlt auch verletzt und die ist halt auch ganz wichtig für diese Mannschaft mit ihrer Erfahrung im Mittelfeld. Ja, gut. Also ja. Sie haben nicht schlecht gespielt, das will ich damit nicht sagen. Aber Bayern hat das gut gespielt, haben den Gegner und den Ball laufen lassen, ne? Und dadurch sich die Vorteile dann verschafft. Ne? Gut, ja. Sind wir uns einig, verdienter Sieg, da gibt es nichts dran zu zweifeln. Bayern hat das soll erfüllt zu Hause, dass uns die Bundesliga jetzt passieren. Jetzt gehen wir mal kurz nach England. Arsenal gegen Liverpool. Arsenal hat 1-0 verloren gegen Liverpool, aber hat einen Zuschauerrekord. Ja, Andreas. Also ich war im Emirates dabei und es ist natürlich immer wieder begeisternd zu sehen, was für eine Fanbase jetzt da entstanden ist und was für eine Begeisterung, was für eine Stimmung da in dem großen Stadion ist. Also 57.000 Tickets waren wohl verkauft, also sprich 3.000 haben noch gefehlt für ausverkauft und am Ende waren 54.115 im Stadion. Das ist super, das ist neuer Zuschauerrekord. Ich denke, das Spiel brauchen wir jetzt hier nicht groß besprechen, weil das interessiert unsere Zuschauer hier in Deutschland eher weniger. Arsenal hat sich schlecht angestellt. Wenn du mit 75% Ballbesitz und 19 Eckbällen und ich glaube
14 oder 15 Schüssen Richtung Tor kein Tor reinkriegst, dann musst du dich fragen, ja, was läuft da falsch? Und von daher, ja, man kann sagen, glücklich für Liverpool, aber irgendwo, selbst als großer Arsenal-Fan, sage ich, es war nicht unverdient. Die haben für ihre Verhältnisse alles gut gemacht und Arsenal hat keine Lösungen gefunden, hat ideenlos, zu langsam gespielt, zu spät reagiert. Ich fand auch von der Aufstellung her nicht gerade die stärkste oder die bestmögliche Elf aufgestellt. Aber ja, wie gesagt, das zu filetieren führt wahrscheinlich zu weit. Zuschauerzuspruch sensationell. Es waren von 10 Premier League-Spielen der Männer waren nur 4 besser besucht wie dieses Frauenspiel. Und das sagt ja auch genug. Und ja, also ist einfach toll. Und ich war 3 Stunden vorher da, wir haben uns in einem Pub getroffen, die Stimmung ist sensationell. Dann dieser Fanwalk zum Stadion, super. Und ich denke mal, in 2 Wochen gegen Aston Villa, das nächste Heimspiel im Emirates, ja, nach der Niederlage werden wir wahrscheinlich keine 50.000 hinkriegen. Es wird jetzt davon abhängen, wie man am Freitag bei Man United spielt. Aber wenn es jetzt in Anführungszeichen schlecht läuft mit dem Ticketverkauf, dann werden es immer noch 30.000 sein. Ja, und dann muss man das mal in Relation setzen zur Bundesliga, wo man sich über 13.500 bei einem Spitzenspiel, letztjähriger Dritter gegen Zweiter, freut. Und wir bei Arsenal sagen, was, plus 30.000, da ist ja mau, ne? Könnte doch hoffentlich mehr werden. Also da muss man sich auch fragen, was machen die richtig im Marketing, in allem. Also da muss ja einiges wirklich richtig laufen. Und ja, wenn wir jetzt bei der WSL bleiben, Zuschauerzuspruch, Chelsea hat am Wochenende zu Hause in der Stamford Bridge gegen Tottenham gespielt, 14.500. Ich hatte es im Vorfeld gesagt, wenig Marketing, hohe Ticketpreise, zum Teil 50 Pfund für die guten Plätze. Das hat man in der letzten Woche bei Chelsea erkannt. Oh, Ticketverkauf sehr mau, da müssen wir doch was machen. Dann hat das Marketing in der letzten Woche eingesetzt. Man hat auch günstige Familienpakete angeboten, hat es jetzt noch auf 14.500 geschafft. Aber die Kritik ist schon sehr laut. Also ich war ja auch gestern noch den Tag nach dem Spiel noch in England, habe sehr viel TV und alles gesehen. Also da muss sich Chelsea schon einige Vorwürfe gefallen lassen, dass man eben nur 14.500 ins Stadion gebracht hat. Auch Aston Villa ähnlich. Man empfängt zum Saisonauftakt den Vizemeister Man United, hat nur 12.500. Ich meine, das alles in Relation zur Bundesliga, jammern auf allerhöchstem Niveau natürlich. Aber das bestimmte Ziel, die Hoffnung, 100.000 Zuschauer am ersten Spieltag hat man jetzt knapp verpasst, weil eben Chelsea und Villa nicht mitgezogen haben. Aber trotzdem, Zuschauerzuspruch sensationell. Adriana, jetzt hat der Andrea schon was angesprochen. Irgendwas müssen die besser machen. Jetzt bist du ja lange in England gewesen. Du kannst es auch vergleichen mit Deutschland. Was macht England besser als Deutschland? Was die deutschen Bundesligisten? Also um gerade das Beispiel Arsenal zu nehmen, ich finde, dass sie eben, gerade wenn wir das Marketing ansprechen, dass sie wirklich gleich mit dem Marketing starten, sobald dieser Termin feststeht. Sie machen gleich, es gibt Plakate zum Teil in den U-Bahnen und so weiter in London. Von der Vereinsseite wird auch viel kommuniziert, was eben so ansteht. Und was glaube ich, was einen großen Unterschied macht, ist auch, dass das Männerteam viel einbezogen ist oder gute Relation hat zu dem Frauenteam. Und das, finde ich, ist in der Bundesliga bei nur ganz wenigen Vereinen, wenn überhaupt, so. Also ich meine, gerade bei Bayern bekomme ich es ja mit, da ist eigentlich gar nichts, also gar kein Zusammenhang zwischen Männer- und Frauenteam. Die haben mal eine Challenge auf YouTube gemacht, aber das war's dann ungefähr schon. Und bei Arsenal finde ich auch immer, dass die das immer ganz schlau machen, weil sie dann die Spielerinnen kurze Videos drehen lassen, da wo immer wieder dazu angehalten wird, ja, kauft Tickets, wir sind gerade bei so und so weit, und da werden auch immer Tweets abgesetzt, ja, wir sind jetzt haben schon 20.000 Ticket verkauft, wir wollen aber noch mehr, so viele Fans wie möglich dort haben. Und ich glaube, das ist eben, und dadurch, dass eben bei Arsenal schon diese Fanbase besteht, musste nur noch in Anführungsstrichen die Fans auch von der Männerseite begeistern für die Frauenspiele. Und ich finde, das hat sich eben ziemlich gut durch diese Vereinsstruktur entwickelt.
Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel bei Chelsea schaut, die haben das einfach verpasst, da richtig gutes Marketing zu betreiben und haben jetzt aber auch angefangen, diese Spielervideos zu drehen. Das ist mir aufgefallen, das haben sie in der letzten Saison noch nicht gemacht. Also haben sie sich anscheinend schon auch was von Arsenal abgeschaut. Und vielleicht als letzten Punkt, also gerade dieses Spiel jetzt am Wochenende, knapp 15.000, das war ja gegen Tottenham und im letzten Jahr haben sie da um die 40.000 gehabt. Also nur um da auch eine Relation herzustellen. Ja. Also das mit den Spielervideos, ich wollte damit reinnehmen. Marketing. Du hast vorhin das mal anklingen lassen. Gegen Wolfsburg, das Spiel, das wurde auch zu spät beworben. Ja, also es ist definitiv, es stand ja schon relativ lange fest, aber richtig, richtig groß beworben, richtig bewusst hast du es, glaube ich, erst so 14 Tage vorher. Das ist meines Erachtens zu spät. Gut, kann man jetzt, also das, was man bei der Eintracht hört, ist und was man auch sieht, denen fehlen überall die Mitarbeiter. Also die haben ganz viele Anzeigen auch geschaltet, wo sie Leute brauchen in verschiedensten Positionen. Selbst über unseren Hauptsponsor Indeed, das ist ja nun eine, ich sag mal, Plattform für Personalsearching, funktioniert es nicht. Und die Prio ist leider Gottes bei den Männern, was die PR angeht oder alles, was da zu tun ist, sehr stark auf die Männer ausgerichtet. Die Frauen kommen dann immer so ein bisschen weg. Der Fokus war natürlich dann erstmal auf dieses Mini-Turnier, was sie ausgerichtet haben. Damit war das Wolfsburger Spiel wieder so ein bisschen im Hintertreffen. Das hat man dann angefangen zu bewerben. Vorher hatten die Männer da ihre Euroleague, also diese ganzen Themen, was sie organisieren müssen. Also du merkst es in vielen Dingen. Auch Beispiel, die Männertrikots sind seit ewigen 3 Tagen zu kaufen. Jetzt am Wochenende waren die Frauentrikots endlich im Shop am Stadion zu haben, dass wir sie kaufen konnten. Im Online-Shop kommen jetzt die Reste rein. Nachgefragt haben wir seit Monaten, wann denn die Frauentrikots endlich kommen. Also du siehst einfach bei Frankfurt, wenn sie was tun, tun sie es gut, aber sie tun es zu spät. Okay. Andreas, von den Männern kommt noch vielleicht einiges. Von den Männern kommt auch mal ein Post, aber auch zu spät. Ja, definitiv. Also das ist so das Gesamtthema, was man einfach sagen kann. Ja, okay. Andreas? Ja, zum Thema Trikot, das nehme ich gerne auf. Also ihr seht jetzt das Trikot, das ich hier anhabe. Das ist das Away-Trikot der Arsenal Women und zwar exklusiv. Also die haben dieses Jahr zum ersten Mal ein eigenes Auswärtstrikot. Da kann man sagen, das ist eine Geldmacherei. Ja, auch sicherlich. Aber es ist auch die Identifikation, dass eben Stella McCartney jetzt als Designerin dieses Auswärtstrikot exklusiv für die Frauenmannschaft designt hat. Und das war also schon länger jetzt geleakt. Man wusste eigentlich, wie es aussieht, wann es kommt. Jetzt hat man es am Donnerstag, ist es dann tatsächlich, war Release-Date für dieses Trikot. Und ich bin am Samstag, wie viele andere auch, in den großen Fanshop gegangen, und um mir das zu sichern und einfach, damit ich noch eins kriege. Am Sonntag war der Zuspruch natürlich enorm. Und nach dem Spiel ist dann schon gesagt worden, im Fanshop ausverkauft. Und gestern hieß es auch online nicht mehr zu kriegen, ausverkauft. Wir haben sicherlich nicht in so einer großen Stückzahl aufgelegt wie die Männertrikots. Aber trotzdem, auch da wieder die Idee, eigenes Frauentrikot und innerhalb von 4 Tagen ausverkauft. Also absolut super. Und wenn du in den Fanshop gehst, das ist ja auch die Mitarbeiter dort, denen wird ja nicht gesagt, ihr müsst jetzt die Namen von den Spielerinnen auswendig haben. Das ist ein Verein, 2 Teams, ein Verein, die kennen das einfach. Also ich habe mir jetzt auf dieses Auswärtstrikot die Kyra Cooney-Cross drauf machen lassen. Neueste Neuverpflichtung, eigentlich noch nicht so geläufig, und habe das dem am Schalter gesagt. Dann muss ich es aufschreiben, den Namen, so, no, I know her. It's our latest signing. Of course I know her. Ja, klar kennt er sie. Und dann habe ich ihm gesagt, Number 32, also Nummer 2. Ja, er hat schon die 3 und die 2 in der Hand gehabt. Also das ist, das läuft. Ja, das läuft bei uns auch gut. Sag denen mal, du willst die Nummer, weiß ich, du willst jetzt eine Gladys Vigos dort hier drauf haben. Dann sagt er erstmal, wie schreibt die sich denn?
Ja? Das hast du bei uns Dass nicht. du überhaupt Also, weißt, welche Rückennummer die hat und so. Also das ist eine ganz andere Identifikation und da hat Deutschland sehr viel Nachholbedarf. also das ist, man muss auch ehrlicherweise sagen, es lag auch, glaube ich, nicht an der Eintracht, dass das so spät kam. Es lag an Nike, muss man ganz klar sagen. Also die vom Store haben auch gesagt, sie können die Fragen nicht mehr hören. Sie wüssten auch gerne mal langsam, wann die Sachen kommen. Also auch wenn man über Social Media nachgefragt hat bei der Eintracht, die haben sich auch nur immer wieder entschuldigt, haben gesagt, ja, wir wüssten es auch gerne, wann die Trikots endlich kommen. Also die wurden auch vollgeballert. Der Unterschied war halt, oder ist bei diesem Trikot, dass sie halt die 2 Meistersterne vom FFC halt mit drauf gemacht haben. Das ist halt der Unterschied zum Männertrikot plus logischerweise die Werbepartner, die halt für die Frauen-Bundesliga vereinbart sind oder beziehungsweise halt für die Frauen bei der Eintracht vereinbart sind. Das heißt, die Ärmelsponsoren sind halt unterschiedlich. So, und das muss halt entsprechend alles gedruckt werden und bis das dann halt kommt. Aber der Run war am Sonntagmittag. Da war aber ordentlich was im Shop los und die sind ziemlich überrannt worden, was auch die Trikots angeht. Also das ist schon gut gelaufen und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir tatsächlich, ne, wenn wir wirklich Prag überstehen, ob es dann auch ein Sondertrikot Champions League gibt. Da bin ich dann wirklich mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Okay, wir sind schon weit fortgeschritten. Andreas, wolltest du irgendwas noch sagen? Adriana? UEFA hat Frauenfußball Mindeststandards in die Wege geleitet. Hochwertige. Für die Nationalmannschaften. Ich glaube, das muss man nochmal ganz klar sagen. Ja, für die Nationalmannschaften. Für die Nationalmannschaften. Und da geht es eben halt um die ärztliche Betreuung bei Schwangerschaften. Dann geht es um hochwertige Unterkünfte, um die Trainerausbildung. Also es wird hier vereinheitlicht und sehr viel Wert auf die bestimmten Punkte gelegt. Man kann das alles nachlesen auf uefa.com. Wer sich dafür interessiert, ist durchaus interessant, würde jetzt zu weit führen, alle Punkte hier vorzutragen. Auch der Deutsche Fußballbund hat mit 146 Abgeordneten neue Vereinbarungen getroffen, beziehungsweise Empfehlungen weitergegeben für den Mädchen- und Frauenfußball. Es sind natürlich Empfehlungen, nicht immer Dinge, die sofort umgesetzt werden. Die kann man schön auf die lange Bank schieben. Ich hoffe, dass der DFB dann auch jetzt mal den Mut beweist, diese Empfehlung dann auch umzusetzen. Ja, wir sind soweit am Ende. Nächste Woche. Vielleicht noch ja, bitte. Ein Punkt habe ich noch. Gestern hat PSG zu Hause gegen OL verloren. Die haben gestern schon gegeneinander gespielt in der französischen Liga und OL hat 1-0 in Paris gewonnen. Hat der Sommer hat wieder zugeschlagen. Ne? Ja, ganz genau. Aber war ein schönes Tor, muss man sagen, war ein schönes Tor. Mhm. Aber ja, sieht schon wieder so aus wie immer in Frankreich. Ja, gut. Bei uns oft ja auch so. Gut, nächste Woche bin ich auf meiner Österreich-Tour, beziehungsweise diese Woche fahre ich ja schon los. Dann werden wir nächste Woche von Salzburg aus, werde ich das Ganze machen. Ich freue mich schon, werde da viele Spiele sehen aus der Frauen-Bundesliga dort, werde mit Akademieleitern zusammentreffen, wahrscheinlich sogar mit der Fußballerinnen-Gewerkschaft Österreich. Also da hat man sowas schon. Da bin ich auch sehr gespannt, freue mich schon und werde dann am nächsten Montag darüber berichten. Da komme ich nämlich gerade von der Akademie Nachwuchsleistungszentrum RB Salzburg. Okay, dann bedanke vielleicht ich mich. Noch mal reinkommt, vielleicht noch mal ein Kommentar, was unsere Sendezeit angeht, weil wir halten das ja ein bisschen flexibel, je nachdem, wie die Montagsspiele sind. Wir wollen es ja auch ein bisschen danach richten, wie sind die Champions League Spiele. Also das vielleicht einfach für unsere Zuschauer einfach zur Info, dass wir einfach auch ein bisschen gucken, wie ist der Spielkalender, damit wir
ja möglichst aktuell immer irgendwie uns zusammenfinden und diskutieren. Also bei Montagsspielen hatten wir es so vereinbart, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass wir dann dienstags das Ganze aufzeichnen. Andreas, richtig? Ja. Und ansonsten flexibel reagieren, sodass wir immer aktuell dabei sind. Also unser Format bleibt so bestehen und wir werden den Anforderungen entsprechend flexibel reagieren. Ja, am 10. spielen wir gegen Prag. Also das ist ein Dienstag mit zu Hause gegen mit der Eintracht. Da wäre dann der Dienstag schon wieder ein bisschen. Ja, schauen wir mal, wie es dann ist. Genau. Ne? Okay, alles klar. Schauen dann. Gut. Vielen herzlichen Dank, dass ihr am Feiertag dabei wart und ja, freue mich auf ein Wiedersehen. Das war unsere neue Folge aus dem FF, Frauenfußball Leidenschaft. Hat euch diese Folge gefallen? Hinterlasst bitte ein Like oder abonniert unseren Kanal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!